Heute bei Juliana Matthäus fertigen wir die Kette The Coco Necklace mit nachhaltigen Kokosnussringen und Baumwollgarn und tun so der Umwelt und uns etwas Gutes. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus. Ganz egal ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Ja, Karibikurlaub für zu Hause würde ich sagen, denn die Kokosnussringe zusammen mit der wunderschönen Knotentechnik machen die Kette einfach zum perfekten Statement-Piece für den Sommer. Die The Coco Necklace gehört zur Kategorie Ready to Craft und das bedeutet wie immer, dass ihr keinerlei Erfahrungen im DIY oder Makramee mitbringen müsst, um euch selbst coole Pieces zu schaffen. Denn wie immer mache ich euch alles genau vor, was ihr wissen müsst. Ihr macht es direkt mit, pausiert da, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr mögt, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Wenn ihr das Juliana Matthäus DIY-Set für die Coco Necklace schon da habt, dann kann es direkt losgehen, denn wie immer habt ihr bereits alles da, was ihr braucht, in der richtigen Menge und in super guter und nachhaltiger Qualität. Ach ja, und bevor ich es vergesse, zu der Kette gibt es übrigens auch passende Ohrringe. Also wer das ganze Set mag, schaut doch nochmal vorbei auf unserer Website oder hier in unseren Tutorials, denn da findet ihr auch das passende Pendant zu dem, was ihr jetzt gerade schon da habt. Ja, und liked und kommentiert doch bitte unbedingt dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen Kollektion mehr verpassen. Dann lasst uns mal gemeinsam schauen, was das DIY-Set so für euch bereithält. Als erstes haben wir hier einen Umschlag mit nützlichen Informationen zu eurem Projekt, dann Kokosnussringe. Kokosnussschalen fahren nämlich milliardenweise an als Abfallprodukt und das nutzen wir. Dann eine gewachste Baumwollkordel und noch eine zweite dazu, ein hochwertiger Magnetverschluss und eine Stopfnadel. Dann lasst uns mal was Schönes zaubern. Als erstes benötigen wir unsere Bänder, wickeln die einmal komplett ab und legen die Enden einmal aneinander, sodass wir zwei gleich lange parallel liegende Bänder haben. Die sollten auch das ganze Knoten gleich über parallel liegen bleiben, achtet da bitte immer wieder drauf. Dazu könnt ihr euch jetzt einmal einen Kokosnussring nehmen und wir fangen an mit der Knotung. Die Ringe haben eine nach außen gewölbte und eine nach innen gewölbte Seite. Die hier nach außen gewölbte, die auch meistens dunkler ist, liegt oben. Wir nehmen uns jetzt die Enden, die parallel liegen, von unserem Baumwollband und schieben die einmal von oben nach unten durch unseren Ring. Wir ziehen jetzt rechts so lange an dem Band, bis wir links ungefähr nur noch so 8 cm hängen haben. So sollte das aussehen. Ich lege hier von links meinen Daumen einmal auf meine Bänder und meinen Kokosnussring, um das Ganze festzuhalten. Denn jetzt geht es rechts mit dem langen Band los mit unserer Makramee-Technik. Wir beginnen einmal, indem wir hier das Ende von unserem langen Band einmal über unser Band hier vom Anfang legen. Also wie in so einer Schlaufe. Es geht also von oben nach unten um den Kokosnussring und dann einmal über das Band vom Anfang. Das legen wir dann hier nach oben. Und jetzt kommt der Knoten, der sich die ganze Zeit wiederholt. Ich mache ihn ein paar Mal vor. Wir legen dafür immer unser langes Band in einer Schlaufe unter unseren Ring. Hier oben ist die Schlaufe. Ziehen dann hier unser Band einmal nach oben und von oben nach unten durch die Schlaufe, die wir gerade gelegt haben. Dann ziehen wir das einmal komplett durch, bis auch die Enden durchgewandert sind und dann können wir den Knoten festziehen. Am Anfang ist das Band natürlich noch dementsprechend lang, aber ihr werdet merken, das wird schnell kürzer. Mit jedem Knoten gehen ja so ein paar Zentimeter drauf. So, ich habe das jetzt festgezogen. Halte mir hier am Anfang auch immer noch mal gut meine Enden vom Anfang fest, damit sich das nicht löst. Und das war auch schon der erste Knoten. Das machen wir jetzt die ganze Zeit weiter, aber ich zeige es euch nochmal in langsam. Für den nächsten Knoten lege ich hier wieder eine Schlaufe und das Band unter meinen Ring. Ziehe das um meinen Ring durch und dann von oben nach unten wieder durch die Schlaufe, die ich gerade gelegt habe. Dann ziehe ich und ziehe ich und ziehe ich, bis mein Ende auch durchgekommen ist und ziehe dann den Knoten ganz fest. Dabei achte ich darauf, dass hier die Bänder schön nebeneinander liegen oben, genauso wie die Bänder, die jetzt vertikal hier ausgerichtet sind. Die sollten nicht so übereinander gehen, irgendwie kreuz und quer, sondern immer schön parallel laufen. Dann lege ich die nächste Schlaufe wieder hier unter meinen Ring, ziehe mein Band nach oben und direkt durch die Schlaufe durch. Ich glaube, langsam ist das Prinzip klar. Wiederholt diese Schritte jetzt so oft, wie es auf eurem Spickzettel steht. Ich gehe hier mal aufs Zeitraffer. Wenn ihr noch etwas Erklärung zum Knoten braucht, dann spult doch noch ein klein wenig zurück. Guckt euch das Ganze nochmal genau an, macht nochmal mit.
Einfach genau in eurer Geschwindigkeit, wie ihr es braucht. Und dann kann es weitergehen, wenn wir den ersten Ring fertig haben und den Übergang zum nächsten Ring machen müssen. Wie viele Knoten genau ihr braucht, seht ihr also auf eurem Spickzettel. Wenn ihr dann soweit seid, dann nehmt euch doch bitte einen zweiten Kokosnussring dazu. Der kommt jetzt rechts davon daneben platziert. Und wichtig ist, dass das Band, was jetzt also rechts hier absteht, wieder von oben nach unten das erste Mal durch unseren Ring hier rechts geführt wird. Wir ziehen also das Ende wieder einmal komplett durch. Und dann geht es genauso weiter wie am Anfang. Wir nehmen jetzt unser Band, legen das hier in so einer Schlinge einmal von unter dem Ring kommend über unser Band, was von dem ersten Ring kommt, und machen dann weiter, halten das hier gut fest mit unserer Knotung wie bisher. Macht auch hier wieder genauso weiter, indem ihr die Schlaufe legt, dann die Enden hier unter den Ring legt, die Bänder einmal durchzieht durch die Schlaufe hier von oben nach unten und immer so weitermacht. Wiederholt das Ganze jetzt bitte mit so vielen Knoten und so vielen Ringen, wie es in eurem Spickzettel angegeben ist. Und dann fertigen wir gemeinsam den Verschluss an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber an solchen DIY-Projekten liebe ich halt besonders, dass sie so viel komplizierter aussehen, als sie sind. Eigentlich ist es super, super einfach. Man kommt wieder hier fast wie in so eine Meditation rein, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, weil es wie von selbst geht. Es macht Spaß, man nimmt sich irgendwie Zeit für sich. Hier benutzen wir auch noch so schöne nachhaltige Materialien und am Ende hat man so ein tolles, hochwertiges, richtig, richtig cooles und trendiges Produkt. Und ja, das Beste, man hat es natürlich selber gemacht. Eignet sich übrigens auch hervorragend als Geschenk und ja, ich finde es einfach richtig, richtig nice. Wenn ihr irgendwie auf der Suche seid nach Styling-Ideen dazu, also wie tragt ihr jetzt das Accessoire am besten, mit was könnt ihr es kombinieren, folgt uns doch auch super gerne auf unserem Instagram-Kanal juliana_official, denn da zeigen wir täglich neue Styles, neue Looks, verschiedene Outfit-Kombinationen, wir haben Gewinnspiele, wir haben kostenlose Schnittmuster und viel, viel mehr. Also werdet doch Teil unserer wachsenden Community. Wir freuen uns auf euch. Ja, meine Kette hier ist soweit fertig. Ich kann mir jetzt meine Magnetverschlüsse dazu nehmen. Dafür nehme ich die einmal auseinander und nehme mir noch meine kleinen 2 Ösen dazu. Die Ösen müssen wir einmal öffnen. Ich mache das hier einfach mit den Fingern. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dazu aber auch eine Zange nehmen. Ich finde aber, es geht auch so ganz gut. Reicht auch hier so ein kleines Stück, einfach so weit, dass ihr hier den kleinen Ring von eurem Magnetverschluss da durchschieben könnt. Und dann platzieren wir das Ganze an unserer Kette. Auf das eine Ende unserer Bänder ziehen wir jetzt also die Öse. Ihr könnt die entweder jetzt schon zumachen mit den Fingern oder einer Zange und dann geschlossen drauf ziehen oder sie noch so ein bisschen geöffnet lassen. Dann geht es vielleicht noch so ein bisschen einfacher rüber und die dann anschließend schließen. Aber das ist egal, wie ihr es macht und ja, wie es sich für euch einfach besser und einfacher anfühlt. Ich schiebe die jetzt also hier im geöffneten Zustand einmal drauf, dass sie einmal runterbaumeln, bis sie hier am Ende angekommen ist und werde sie dann schließen. So, ich drücke das einfach zusammen, gucke, dass dann da keine Lücke mehr ist, sondern die Enden hier von der Öse schön aufeinandertreffen. Und dann geht es weiter. Als nächstes müssen wir nur noch hier unsere abstehenden Enden von den Bändern vernähen. Das machen wir, indem wir uns die Stopfnadel dazu nehmen, uns das Ganze jetzt mal zur Rückseite, also zu der hellen Seite, die konkave Seite drehen. Achtung, die Nadel ist magnetisch. Dann führe ich hier die Nadel einmal unter die Stege von unseren Knoten und zwar so unter ungefähr 4 bis 8 Bänder. Führe dann hier einmal die Enden von meinem Band in das große Öhr von meiner Stopfnadel ein. Übrigens Achtung, wenn ihr unter diese Bänder geht mit der Nadelspitze, bitte stecht nicht durch ein Band, auch nicht durch ein kleines Fädchen oder so. Guckt, dass ihr wirklich da drunter liegt, denn dann geht es viel einfacher mit dem Durchschieben gleich. Ja, und wenn ihr die beiden Enden einmal durch das Öhr gefädelt habt, dann könnt ihr einmal eure ganze Stopfnadel hier drunter durchziehen, bis ihr mit den Enden der Bänder wieder rauskommt. So sieht das Ganze dann jetzt aus.
guckt, dass trotzdem immer noch schön alles hier locker sitzt. So sieht das Ganze dann von unserer schönen äußeren Seite aus. Man sieht von dem Vernähten gar nichts und der Verschluss ist da schön befestigt. Und jetzt können wir hier einfach die Bänder einmal kürzen und zwar hier direkt dort, wo sie rauskommen, einmal abschneiden bitte. Genau die gleichen Schritte, die wir jetzt hier gerade gemacht haben, um den Verschluss hier an unsere Kette anzubringen. Die machen wir natürlich auch noch genauso auf der anderen Seite, denn wir möchten natürlich 2 Teile haben, die hier aneinander gehen. So, und wenn ich hier meine Bänder gekürzt habe, dann nehme ich einmal so ein kleines Tröpfchen Sekundenkleber oder einen kleinen Heißklebepunkt oder so, den ich einmal vorsichtig hier auf die Enden auftrage, denn dann ribbelt unser Band uns nicht mehr auf. Ja, das war's. Meine Coco Necklace ist fertig, ich hoffe eure auch und ich finde, sie ist mega cool geworden. Es ist so einfach und man kriegt so ein richtig schönes, perfektes, hochwertiges Ergebnis mit dem tollen Magnetverschluss in Gold oder Silber und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Tragen. Ja, fertig. Ihr habt es geschafft. Eure Coco Necklace ist beendet und ihr könnt sie hoffentlich ganz, ganz häufig an den sonnigen Tagen hier oder sogar im Urlaub tragen. Und ich hoffe, ich habe nicht so viel von den Karibik-Vibes versprochen. Ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Projekt im DIY, Makramee, Sticken, Stricken, Häkeln, was auch immer oder sogar Nähen. Und bis dahin fühlt euch gedrückt und bis bald. Tschüssi!